Hallo. Und ja, heute ist mein T-Day, der vierte inzwischen. Heute vor 4 Jahren habe ich mit Testosteron angefangen. Alter Scheiße, so viel Zeit ist schon wieder vergangen. Und ja, dadurch, dass ich mich jetzt das gesamte Jahr über mit keinen weiteren Clips gemeldet habe, daran erkennt man schon, dass es auch einfach inzwischen nicht mehr viel zu berichten gibt. Habe ich ja in dem letzten Update-Video auch schon angekündigt oder erwähnt. Was sich jetzt noch tut, das hat so mit Haaren zu tun, sowohl im Gesicht, also der Bart wird eben dunkler und breitet sich weiter aus, obwohl man das jetzt nicht besonders sehen kann. Hier ist er jetzt inzwischen so dunkel, dass er auch schon als Stoppeln, also als Bartschatten erkennbar ist. An der Oberlippe ist er immer noch so hell, dass er von Weitem nicht zu erkennen ist. Da muss man schon sehr nah dran gehen, damit man da überhaupt irgendwas sieht. Und hier an den Seiten, ja, da geht halt jetzt auch nicht so übelst der Punk ab. Aber wenn man drüber fährt, spürt man da auf jeden Fall schon zu beiden Seiten, ja, dass da Barthaare sind. Sie sind halt nur nicht so dicht. Ich bin halt so ein blonder Typ. Bei mir ist es mit den Haaren, das kommt halt alles zum Schluss. Auch die Arme und da auch eher so der rechte Arm, da haben sich nun endlich mehr Armhaare hinzugesellt, also dass die länger geworden sind. Das ist ja eigentlich schon seit längerer Zeit so, aber inzwischen werden sie auch eigentlich zumindest dunkler. Natürlich sieht man das jetzt wieder nicht, weil warum sollte man das auch sehen? Da könnte man ja in dem Video irgendwas zeigen. Naja, also mit viel Fantasie kann man erkennen, dass die Haare auch ein bisschen mehr Farbe gekriegt haben. Und noch eine Sache hat sich geändert, die hat allerdings gar nicht so viel mit physischen Veränderungen wegen der Testosterontherapie zu tun, sondern eher, es hat etwas mit der Applikationsform des Medikaments zu tun. Und zwar bin ich jetzt schon seit einem Dreivierteljahr, schon seit einer ganzen Weile, gar nicht mehr auf Nebido, sondern ich bin wieder auf Testogel umgestiegen. Auslösender Faktor war eigentlich meine eigene Vergesslichkeit, weil es war mal wieder mein Nebido-Depot so am Ende, im Ausklang, und ich hatte vergessen, mir das im Kalender zu notieren. Und dann saß ich dann mal so da und dachte, scheiße, ist das heiß draußen. Bis ich dann irgendwann mal gecheckt habe, nee, das sind Hitzewallungen. Ich habe gerade Unterdosierungssymptome. Wann war denn meine letzte Nebido? Oh, vor knapp 4 Monaten. Das ist vielleicht etwas spät. Zum Glück habe ich für solche Zwecke immer noch meine Testo-Gel-Päckchen, die ich ja am Anfang meiner Hormontherapie genommen habe. Praktisch so für solche Notfälle, wenn ich das Ende des Intervalls erreicht habe und ich merke, oh ja, jetzt wird es aber knapp. Und deswegen habe ich auch einfach direkt zu den Geltütchen gegriffen und habe mich versorgt und mich wieder aus der Unterversorgung herausgehieft und wollte dann praktisch so schnell wie möglich wieder zum Arzt und mich nachspritzen lassen. Allerdings war dann zu viel auf der Arbeit zu tun. Und dann habe ich immer nicht dran gedacht. Und dann war die Woche wieder rum. Und dann zog sich das. Und dann habe ich so über einen Monat schon einfach jeden Tag meine 25 Milligramm Testogel genommen. Solange bis dann langsam mein Testogel-Vorrat aufgebraucht war. Und dann dachte ich mir, ach naja, so schlimm ist es jetzt eigentlich auch nicht. Ich mache das mal weiter. Mal gucken. Also anstatt der Nebido lasse ich mir jetzt mal das Testogel wieder verschreiben. Ist ja auch so ein schön konstanter Pegel, den man da hat. So morgens geht er ein bisschen nach oben, abends nach unten. Und das ist so ein ganz leichtes Schwanken. Nicht so stark wie bei der Nebido, wo man am Anfang der 3-Monats-Spritze so einen Peak nach oben macht und dann baut sich das gegen Ende der 3 Monate langsam ab. Und außerdem habe ich auch so bemerkt ich bin ja weiterhin wieder in Psychotherapie und habe dabei eben bemerkt, dass ich sehr oft so nicht so einen guten Zugang zu Gefühlen und Emotionen habe und war neugierig, ob Testosteron damit irgendetwas zu tun hat. Also ob ich konnte mich nicht mehr daran erinnern, wie das war vor Testosteron, ob ich da einen besseren Zugang zu meinen Gefühlen hatte. Ich meinte nein, aber manchmal weiß man es ja nicht mehr so genau. Und da wollte ich das praktisch mal so als Experiment für mich durchführen. Ich gehe jetzt mal, 25 Milligramm ist ja eigentlich, das war meine Einstiegsdosis. Wenn jetzt mein Testosteronspiegel wieder ein bisschen sinkt, ist das irgendwie anders? Habe ich dann besseren Zugang zu meinen Gefühlen? Wir werden sehen. Das war praktisch so das Langzeitexperiment. Und ja, deswegen bin ich dann einfach mal auf 25 Milligramm Testogel geblieben.
Und es hat sich tatsächlich auch wie bei der Nebido eigentlich angefühlt, außer dass eben diese starken Schwankungen und die fettige Haut am Anfang des Intervalls sich eingestellt haben. Und mein Testosteronspiegel blieb auch erstaunlich lange noch ziemlich stabil, nur jetzt gegen Ende ist er langsam so ein bisschen eher so am unteren Ende des männlichen Intervalls, aber auch noch okay, also nichts weiter Schlimmes. Und der Spoiler voraus, ich merke jetzt nicht, dass ich irgendwie besseren Zugang zu meinen Gefühlen habe, außer natürlich das, was man so durch die Therapie vielleicht an Fortschritt macht. Ich werde jetzt auch einfach mal so weitermachen, auf unbestimmte Zeit mal sehen, wann ich mich wieder umentscheide, ob ich doch nochmal auf Nebido umsteige oder sowas. Aber ich lasse das jetzt einfach erstmal so. Ist so okay. Ja, und ich habe jetzt im Prinzip wieder wie früher jeden Tag die Kontrolle darüber. Wenn irgendetwas ist, dann kann ich auf Bedarf die Dosis erhöhen oder etwas verringern. Meine Blutwerte sind ja immer in Kontrolle, also muss ich mir da keine Sorgen machen, dass meine Blutwerte irgendwelche schrägen Sachen machen. Ja, das ist mein Update. Und viel mehr gibt es auch tatsächlich nicht zu berichten. Ja, dann bis in einem Jahr wieder, ne?